Hallo, liebe Vampire, da wären wir wieder bei einer neuen Episode von Vampire. So, es geht wieder los mit unserem beliebten Dr. Reid, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. So, time to visit the Ascalon Club. Oh yeah. Aber zuvor hat Lady Ashbury, die wir gerade verabschiedet haben, noch einen Dialog für uns. Was ich noch nachgucken wollte ist... Haben wir noch irgendeine Sidequest offen? Ja. Yeah. Besorge einige Ginflaschen aus Tom Wetts Vorrat. Ja gut, lass das mal machen. Wo muss ich da dem hin? Das ist ja bei den Docks. Das ist ein bisschen weit und genau in die andere Richtung. Frage ich mir jetzt stelle, ist, gibt es einen kürzeren Weg dahin? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir kürzen das hier wie schon zuvor einmal ab. Ich habe jetzt 1000 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich unter dem aktuellen Level, was ich habe, nicht wirklich, um sich auszuruhen. Deswegen werde ich es so machen. Ich werde nochmal beim Krankenhaus vorbei. Hier gibt es nämlich auch noch einen Dialog mit Dr. Swansea. Ich werde nochmal einen Abstecher dahin machen. Und werde hier die Sidequest machen. Besorge einige Ginflaschen aus Tom Wetts Vorrat. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dann dort bin. Weil wenn wir jetzt wieder dahin laufen und dann wieder zurücklaufen, haben wir die ganze Folge nur damit verbracht, irgendwie gegen Gegner zu kämpfen und sonst nichts Relevantes passiert. Also machen wir das so. Also, ich bin dann gleich zurück. So, da bin ich wieder. Da steht auch ein Gegner, der so ein bisschen aussieht wie der, den wir schon mal bekämpft haben. Wollte ich euch gerne mal zeigen, dass jetzt hier auch irgendwelche Vampire rumlaufen. Au. Der hat bestimmt viel Blut. Hä? Ich dachte schon gerade, was ist hier denn los? Okay. Also hier sollte ich richtig sein. Tür wurde aufgeschlossen. Cool. Tom has so much alcohol. Ginflaschen gibt's hier. Dann können wir mal gucken, was es hier noch so zum Looten gibt. Ich glaube, die Ausbeute ist recht ergiebig. Da ist noch was. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Ein kleines Teil eines gewöhnlichen Griffs oder irgendwas. Hier ist noch Zeitungsartikel. Jugendlicher wegen versuchten Mordes verhaftet. Letzte Nacht nahm die Polizei einen jungen Mann namens Tom Wetts wegen versuchten Mordes im unbekannten Restaurant des Silver Bell in der Percival Street fest. Der Verdächtige wurde dabei gesehen, wie er etwa eine Minute lang eine Waffe auf Gäste richtete, ohne einen Schuss abzugeben. 2 Zeugen meldeten sein Verhalten umgehend. Wetts wurde ohne Zwischenfälle festgenommen, verweigerte aber jede Erklärung und gab nur seinen Namen an. Seine Waffe war geladen, wie der Polizist bestätigte, der unsere Fragen beantwortete. Wahrscheinlich wird Wetts für seine Verfehlung die ganze Härte der Gerichte seiner Majestät zu spüren bekommen. Der junge Mann wird mindestens einige Jahre hinter Gitter verbringen. Oh, das ist nicht gut. Damit können wir ihn konfrontieren. Das ist ja der Barbetreiber, ne? Ihr erinnert euch? Ja, warte mal kurz. Muss mal mein Mikrofon so ein bisschen richten. So. Der Barbetreiber war das. Ja. Dann gehen wir mal zurück zu ihm. Es ist jetzt nicht allzu weit weg.
War es nämlich genau hier. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich eine Quest bekommen habe, als ich mit ihm geredet habe. Hab ich total vergessen. Back, Doctor. What can I do for you? Sorgen über die Lage in London? Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men at arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. War ich darauf stumm? Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn ich er wäre. Ich meine, ja, Seuche, Hunger, Leid und so weiter in den Straßen von London, das ist zu dieser Zeit durchaus der Fall gewesen, aber ich finde, die überdramatisieren das Ganze hier so ein bisschen, aber keine Ahnung, ich komme nicht aus der Zeit. Ich bin kein Vampir. Vesperisieren könnte ich ihn sogar, weil ich Stufe 3 habe, aber hier, wir haben nichts Neues über ihn. Ah, doch. Guck mal, 3 Sachen sogar. Ihre Festnahme wegen versuchten Mordes. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reid. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reid, but I thought those Pre-Wan guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Hier ist der Schnaps, das Lager wurde geplündert. Ah. Here is your booze.
I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. 50 Schilling habe ich gekriegt. Okay. Goodbye. Gut. Die Quest haben wir abgeschlossen. Das hat sich doch gelohnt. Für die IP, beziehungsweise für das Geld, kaufe ich bei ihr was. 63. Eins kann ich kaufen. Weil ich will gerne meinen Revolver auf Maximum bringen. Und dazu brauche ich mehr von diesen Dingern hier. Hab ich irgendwas noch zu verkaufen, was mir ordentlich Knete einbringt? Nö. Davon kann ich ja einige herstellen, aber ich habe jetzt nicht mehr dabei. Der Rest ist mehr so, nee. Na gut. Kaufe ich wann anders, wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe. Achso. Markierung entfernen. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Westend. Und das wieder, das würde ich wieder abkürzen. Wir sehen uns bei der Ashbury. Wir werden nochmal kurz mit dir quatschen, weil da so ein Ausrufezeichen auf der Map ist. Und dann, ja, bis gleich. So, wir sind wieder im Haus von Lady Ashbury angekommen. Wir quatschen dann nochmal mit ihr. So, was hast du denn noch so Interessantes zu erzählen? Vor allem die eigentliche Frage ist, wo ist sie? Oben vielleicht. Stimmt, da hat man uns noch gar nicht umgeguckt. Ziemlich groß hier, das Anwesen. It's locked, all right. Doof das. Dracula. Wie die inspirierende Lady Ashbury. Es gibt Lichter im Leben, aber es gibt auch Schatten. Sie sind eines von den Lichtern. Bram Stoker, 4. August 1897. Ah, tolle Lektüre. Bram Stokers Dracula. Tragödie der Blutnacht. Okay. Das sind viele Lektüre, die skippe ich mal. Okay. Weitere Räume gibt's nicht. Wer hat meine Sachen geklaut? Da war doch jemand. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Über die Zukunft. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Tochter? Seit wann hat die eine Tochter? Hat sie schon mal davon erzählt? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal eine Tochter erwähnt hat. Wo ist die Daughter? Vielleicht werden wir das noch rausfinden, aber...
Strange. Da stand gerade Rattenblut ist nicht so schmackhaft. Wie das von Menschen. Ja, don't tell me shit, ist ja auch klar. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch Fliegen. Also deswegen in der Not laben wir uns an Ratten. Da ist Blut, was ist hier denn los? Bluteckern. Das schon wieder. This is now my domain, Hey. Was gibt denn so ein Vampir? 5 EP? Das ist dann etwa... Also irgendwie bringen Kämpfe halt gar nichts. Wenn es nur 5 Erfahrungspunkte gibt, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Oder waren das nochmal 5 zusätzliche EP? Keine Ahnung. It's locked, all right. Lässt sich von der anderen Seite aus öffnen. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen, wenn es sich es nicht öffnen lässt? Quarantäne, ansteckende Krankheit. Wir können doch nicht krank werden. Ich habe gedacht, wir können jetzt Quarantänebereiche betreten. Warum geht das denn nicht? I cannot enter. Ein Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar. It's locked. Ja, anscheinend komme ich von hier aus nicht da rein. Das heißt, ich muss außen rum. Na gut. Ja. Okay. Bin ich hier oben und jetzt? Hat mir das irgendwas gebracht? Nö. Gehen wir den Geräuschen nach. Und dem Blut vor allem. It's locked, all right. Na. It's locked all right. Oh Gott. Diese Geräusche. Das klingt nicht gut. Warum läuft er denn so langsam? Recognize him? No, this one ain't on our list. Well, that's one less anyway. You'll make McCullum happy. Okay, die haben einen The Vampir. vampire I saw earlier. Ja. This war takes no prisoners. Die haben den Vampir gerade getötet. Kann ich jetzt hier durch? I cannot enter. Die Türen sind alle verschlossen. Vielleicht geht's hier lang. Gut aus. Hier wurde aufgeschlossen. Ah, guck mal, jetzt komme ich hier nach Whitechapel von hier aus. Jetzt habe ich hier einen Shortcut. Ist hier noch irgendwas? Nö. Maybe in this corner. Nope.
Schade. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Okay, jetzt müssen wir hier die Alley entlang. Mist. Sag mal. Der tötet mich gleich. Okay, die Gegner werden hier immer stärker. Also die sind alle über Level 20. Ich bin noch nicht mal Level 20, also... Ja, ich merke schon, es zieht wirklich an. Unter dieser Prämisse von wegen, ja, die meisten Gegner sind jetzt stärker als ich. Level 22. Oh shit. Level 26. Nicht gut. Ah. Die eine ist schon mal aus dem Weg. Ne, sie lebt noch. Hat noch ein bisschen HP. Shit. Oh nein, ich hänge fest. Ich muss jetzt wie ein Feigling hier erstmal weglaufen. Damit er mich nicht tötet. Alter, was der mir abzieht, ne? Mist. Jetzt. Das war hart. Geben echt nix an Erfahrungspunkte, das ist so räudig. Ich habe gerade mal geguckt, 10 gab's. Was zur Hölle? Ich musste zwar da hier nicht lang, aber ich wollte einfach mal gerne wissen, was hier noch ist. Und die Tür vor allem von der Seite öffnen. Jetzt habe ich nämlich einen weiteren Shortcut. Das ist eine Leiche. 3 Schillinge. Teil eines guten Griffs. Zur Quarantäne. Teil eines guten Abzugs. Yeah. Apropos Kugeln. Ich könnte ja mal meine Waffe wechseln. Ich habe ja wieder Munition. Okay, hier ist auch noch eine... It's locked, all right. Kann ich nicht öffnen. Okay, am Ascalon Club bin ich gleich. The Ascalon Club. Hier ist The jemand. heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected.
Okay, und hier laufen die meisten Leute rum. Quatschen wir doch gerade mal mit denen. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Okay, ich dachte gerade so vorhin, ja, sie hat irgendwas von der Tochter geredet und jetzt treffen wir die Tochter und sie veralbert uns direkt so. Oh, bitte nicht, Vampir, ich will noch leben. Ah. Was zum Henker? Ist sie auch ein Vampir oder ist sie... Ist sie eigentlich, oder? Die sind sich gar nicht ähnlich. Hat sie vielleicht adoptiert? Das könnte vielleicht sein. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reid? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble.
Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reid. And please, don't tell my mother. Das riecht nach einer Sidequest. Ja, okay. Wenn sie sich so für Vampire interessiert, könnte es vielleicht sein, dass sie einen gefunden hat oder eine. Was wissen Sie über mich? What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reid? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reid. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Bestimmt weird. Goodbye. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Okay. Eine Sidequest haben wir gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Und da ist noch jemand. Hier lief, glaube ich, eben noch jemand rum. Oder war das der Dude von eben? Ist sie jetzt auch in unserer Liste? Ja. Have you noticed anything suspicious recently? Remember... Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Ach, alles gut. Okay, ein Kamerad, den er noch aus dem Krieg kennt. Interessant. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Hä, wen das? Venus Crossley. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Oh, glaub mir. Bin auch etwas anderes. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Women die too!
Was hat er denn? Migräne. Da ist noch jemand. Good evening, sir. Gespräche mit dem Bürger geben auch Erfahrungspunkte, habe ich gerade gesehen. Also es lohnt sich schon, mit den Leuten hier zu quatschen. Geiler Bart. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. Zeig mal, was du hast. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Mr. Russell hat auch nochmal Sachen zu verkaufen. Beutel voller Ramsch. Ja, komm weg damit. Brauch Geld. Bin ein armer Schlucker. 66. Für eine Blume. Was kostet mich das? 77. Ja, reicht nicht. Good evening, Doc. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Seien Sie nicht naiv. Wenn Sie so blind, das ist falsch. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Der Laden hat noch so spät geöffnet. Ja, eigentlich seltsam, ne? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, Perfect it is hour. always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Hat die Eier aus Stahl. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Oui, oui, sir. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Eine Quest. Eine Überraschung für Londons einsamen Feinschmecker. Okay. Persönliche Fragen. Lebt Ihre Familie in der Nähe? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Goodbye. Support the equality between men and women. Women die too in this war. Support the equality between men and women. Women of all countries unite. Where shall I eat tonight? Please, sir, whether you need to buy something or not, I am happy to help.